Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de. In diesem Video möchte ich dir 5 Grooves in 5 vorstellen. Los geht's! Fünf Grooves in 5 bedeutet, dass ich euch 5 Grooves aus 5 verschiedenen Songs vorstellen möchte. Und diese Songs sind entweder in einem 5/4-Takt oder in einem 5/8-Takt stehend. Das heißt, 5 ist eine ungerade Taktart. Im Englischen nennt man das auch Odd Meter. Ich stelle jetzt, wie gesagt, immer nur kurze Groove-Schnipsel vor. Das bedeutet, dass natürlich in dem gesamten Song diese Sachen variiert werden. Es ist jetzt nur ein Einstieg mal in die Welt der Fünfer anhand, wie gesagt, von 5 Beispielen. Und die Chronologie ist abwärts, das heißt, ich beginne mit dem neuesten Song und gehe dann in der Geschichte zurück. Lasst uns loslegen. Der erste Song ist Animals von der britischen Band Muse aus dem Jahre 2012, veröffentlicht auf dem Album The Second Law und getrommelt hat es seinerzeit Dominic Howard. Diesen Groove habe ich ausgewählt, weil er ein ziemlich guter Einstieg in die Welt der Fünfer ist. Er ist nicht zu kompliziert und man kann das Ganze sehr gut verfolgen. Lasst uns in den Song mal reinhören. Dieser Song ist ein 5/4-Takt. Und ihr seht jetzt unten die Noten eingeblendet. Ich zeige euch das Ganze gespielt auf der Hi-Hat. Und wenn ich in der Hi-Hat Achtelnoten spiele, habe ich 10 gleichmäßig verteilte Achtelnoten auf der Hi-Hat. Und alles, was ich jetzt noch tun muss, ist eben die Bassdrum und die Snare Drum an die entsprechende Stelle legen. Also gar nicht so kompliziert. Das Tempo ist 170 und dieses Tempo bezieht sich auf die Viertelnote. Ich spiele jetzt einmal den Groove im Originaltempo vor. 1, 2, 3, 4, 5. Wem das zu schnell ist, der macht das natürlich langsamer. Und wer mit dem Fünfer noch nicht klarkommt, der geht hin und zählt erstmal 5 mit. Also bis 5 mit. Ich empfehle immer den kleinsten Notenwert zu zählen. In dem Fall sind das bei Animals die Achtelnoten. Das bedeutet, ich zähle die Achtelnoten durch und denke, es ist ein 5/4-Takt. Ich mache es also einmal vor. Das wäre also dann 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und jetzt muss ich überlegen, wo kommt die Bassdrum hin und wo kommt die Snare Drum hin. Die Bassdrum ist auf den Zählzeiten 1, 2, 4 und 4 und 1, 2, 4 und 4 und. Ich mache das jetzt mal Hi-Hat plus Bassdrum. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und. Die Snare Drum liegt auf folgenden Zählzeiten. 2 und 3 und auf der 5. 2 und 3 und 5. Nur Hi-Hat und Snare Drum wäre dann wie folgt. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und.
Und zusammen in dem langsamen Tempo ergibt sich dann Folgendes. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und. So erarbeitet ihr euch diesen Groove und das gilt auch für alle, die jetzt noch kommen, auch alle anderen Grooves. Wenn es euch zu schnell ist, macht die Grooves langsamer. Wenn ihr nicht mit dem Fünfer parat kommt, versucht den kleinsten Notenwert rauszufiltern, diesen dann durchzuzählen und dann eben die entsprechenden Schläge auf die richtige Zählzahl zu setzen. Weiter geht's mit Groove Nummer 2. Der nächste Groove, den ich euch vorstelle, ist aus dem Jahre 1993. 7 Days von Sting, von dem tollen Album 10 Summoners Tales, und getrommelt hat es Vinnie Colaiuta. Dieser Song ist ein 5/8-Takt. Lass uns mal kurz in den Song reinhören. Ihr seht jetzt unten die Noten eingeblendet. Es ist diesmal ein zweitaktiges Pattern, das aus gutem Grund. Erstmal, Achtung, 5/8-Takt. Das heißt, der Puls sind die Achtelnoten, bedeutet, ich zähle die Achtelnoten 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ich das mit den Sechzehnteln auffülle, ist es dann 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Und weil der Puls ist die Achtelnote, die Ziffer bezieht sich immer auf den Puls. Okay, so, das schon mal dazu. Dann seht ihr, es ist ein durchgängiges Sechzehntel-Pattern in der Hi-Hat. Und in Bassdrum und Snare Drum passiert nicht viel. Das heißt, ich habe auf der Zählzeit 1 immer eine Bassdrum und auf der Zählzeit 4 einen Rimklick. Und das Spannende ist eben die Hi-Hat-Figur mit ihren Akzenten. Denn Vinnie hat das so geschickt gemacht, dass er immer den ersten Schlag einer Vierergruppe akzentuiert hat. Und da eine Vierergruppe nicht über eine Fünfer-Taktart aufgeht, verschiebt sich eben dieses Akzentpattern. Und das ist das Spannende dabei. Ich mache euch einmal nur die Hi-Hat-Figur vor. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und. Das Originaltempo des Songs ist 184 Beats per Minute und das bezieht sich dann auf den Puls, logischerweise also auf die Achtelnoten. Und jetzt spiele ich euch mal diese zwei Takte mit ein paar Wiederholungen vor. 1, 2, 3, 4, 5. 7 Days, ein großartiger Song. Wenn ihr mal das komplette Cover von mir euch anschauen wollt, wo ich wirklich den Song von A bis Z im Original spiele mit Transkription, geht mal auf diese Infokarte. Und nun folgt Groove Nummer 3. Wir befinden uns nun im Jahre 1981. Der Song ist aus dem Album Movie Pictures von der Band Rush. Der Song heißt YYX und getrommelt hat es Neil Peart. Das ist ein Prog-Rock-Song der Extragüte und dieser 5/4-Takt kommt erstmal nur im Intro vor und danach passieren ganz, ganz viele andere Sachen. Und ich stelle euch wirklich auch nur das Basic-Pattern vor, denn Neil Peart schmückt das aus in den ersten 4, 5, 6, 7, 8 Takten, dass es eine wahre Freude ist. Aber hier erstmal nur das Basic Pattern und hört erstmal kurz in das Intro rein. Wir haben es also jetzt mit einem 5/4-Takt zu tun. Die Noten seht ihr jetzt unten eingeblendet. Und das Ganze beruht auf
einer Sechzehntelfigur, und zwar eigentlich aus 2 Figuren. Denn es ist super clever gemacht. YYX. Der Song heißt YYX, weil ein Part steht für das Y, also ein rhythmischer Part steht für das Y und ein rhythmischer Part steht für das X. Das Y wären die ersten 4 Schläge, dann kommt das gleiche nochmal und das X sind dann die letzten 4 Schläge. Also super spannend gemacht. Wie ich schon eingangs sagte, wem das jetzt sehr kompliziert erscheint, der zählt die 16 Noten mit. Wir haben einen 5/4-Takt, das heißt, ihr müsst zählen 1E und D2E und D3E und D4E und D5E und D1E und D2E und D3E und D4E und D5E und D. Und versucht euch dann eben das Pattern zurechtzulegen. Es ist ja erstmal, wenn man das sieht, von der Koordination her nicht allzu kompliziert, aber es geil zu spielen, das steht schon auf einer ganz anderen Seite. Also, lass uns mal versuchen. Das Originaltempo des Songs ist 103. 1, 2, 3, 4, 5. YYX bei Rush ist bestimmt kein einfacher Song, um die nachzuspielen, durch die ganzen Sechzehntel-Synkopen, aber es lohnt sich, ihn zu üben. Ein sehr cooles Pattern. Lass uns weitermachen mit Groove Nummer 4. Groove Nummer 4 ist ein echter Klassiker im Bereich der Fünfer. Geschrieben hat das nächste Stück Lalo Schifrin. Es ist 1967 erschienen und es ist die Musik, die Titelmusik einer Fernsehserie aus den 60ern mit dem Namen Mission Impossible. Und ihr habt das Stück alle schon gehört, entweder habt ihr Serie gesehen oder dann die Kinofilme mit Tom Cruise. Es ist immer dieses Thema und lasst uns mal da reinhören. Hier haben wir es wieder mit einem 5/4-Takt zu tun und ihr habt jetzt gehört, in der Originalaufnahme passiert sehr, sehr viel mit Percussion-Instrumenten. Und ich habe mir deswegen eine Live-Version rausgesucht mit Lalo Schifrin am Klavier und einer Big Band. Und ihr seht jetzt mal die Noten von dieser Live-Version unten eingeblendet. Leider weiß ich den Namen des Schlagzeugers nicht. Aber was er macht, ist dieses Akzent-Pattern, das in der Musik ist, eben mit Bassdrum und Snare Drum zu begleiten. Dabei spielt er Achtelnoten durchgehend auf der Hi-Hat, also 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und dann muss man eben wieder nur, wie bei Animals auch schon, die Snare und die Bassdrum entsprechend zusortieren. Ihr habt das Pattern eben gehört, es ist also, ich kann nicht besonders gut singen, also entschuldigt schon mal, da 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 und dieses Akzent-Pattern, ja, müsst ihr einfach mit Bass und Snare Drum mitbegleiten. Ich mache es euch einmal vor. 1, 2, 3, 4, 5. Das Thema von Mission Impossible am Schlagzeug interpretiert. Und auch hier vielleicht noch eine schöne Anekdote. Dieses Thema Dung, 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 Dung geht auf die Morsezeichen von den Abkürzungen MI, also MI zurück. Auch da hat sich der Lalo Schifrin was bei gedacht. Und nun kommt Groove Nummer 5. Den 5. Groove solltet ihr auch schon mal alle gehört haben. Es ist ein ultra bekannter Song und zwar ist es diesmal ein Jazz-Song aus dem Jahre 1959. Erschienen ist er auf dem Album Time Out von einem gewissen Herrn Dave Brubeck und getrommelt hat es Joe Morello. Das Stück heißt Take 5.
Take 5 ist eigentlich das berühmteste Schlagzeugsolo überhaupt. Vor allem ist es eines der ersten, das ich kenne und vielleicht ist das erste überhaupt, das in einem 5/4-Takt gespielt worden ist. Und es ist ja gar nicht als richtiges Stück angelegt gewesen, sondern es war eigentlich gedacht als Etüde für den Saxophonisten. Und entstanden ist daraus ein Riesenhit für das Dave Brubeck Quartett. Und wie gesagt, Joe Morello hat ein tierisches Schlagzeugsolo darüber abgeledert. Aber wir kümmern uns eben um den Groove. Und wir sind im Jahr 1959. Jazz war immer noch sehr, sehr swing-orientiert. Und darauf beruht nämlich auch dann das Pattern. Aber lasst uns erstmal in die ersten paar Takte reinhören. Auch hier merkt ihr schon, in diesem 5/4-Takt passiert so einiges. Es wird ziemlich viel variiert. Deswegen beschränke ich mich auf ein Basic Pattern. Das seht ihr jetzt unten eingeblendet. Es sind also 2 Takte. Das Swing Pattern oder das Reitbecken Pattern ist im Swing entlehnt und das bleibt relativ gleich. Dazu gesellt sich immer auf der Zählzeit 1 eine Bassdrum und dann habt ihr eine Hi-Hat auf den Zählzeiten 2 und auf den Zählzeiten 4. Und dann eben hier und da so ein paar Comping-Figuren, also ein paar Begleitfiguren auf der Snare Drum. Die kleinen Noten bedeuten, die sollten leiser gespielt werden als die etwas größer notierten Noten. Ich würde sagen, gar nicht lange fackeln. Ich mache euch das Ding einfach mal vor. 1, 2, 3, 4, 5. Im Original steht das Stück in Tempo 171, bezogen natürlich wieder auf die Viertelnote. Und es ist, weil es ja swingmäßig interpretiert ist, triolisch zu sehen. Das heißt, ich zähle ja Triolen, das habt ihr schon von mehreren meiner Videos vielleicht gesehen. 1 Titer, 2 Titer. In dem Fall würde ich also zählen. 1 Titer, 2 Titer, 3 Titer, 4 Titer, 5 Titer, 1 Titer, 2 Titer, 3 Titer, 4 Titer, 5 Titer. Und ähnlich wie bei den Achtelnoten oder bei den 16. Noten von YYX müsst ihr euch einfach die Schläge zurechtfriemeln. Macht es langsamer, wie gesagt, und dann werdet ihr schon parat kommen. Das waren sie also, meine 5 Grooves in 5, die man unbedingt mal gespielt haben sollte. Da sind wirklich diese Klassiker dabei. Take 5 ist ein Klassiker. Mission Impossible ist ein Klassiker. YYX ist ein Klassiker. Für mich ist 7 Days ein Klassiker. Und wie gesagt, Animals war so ein bisschen als Einstieg gedacht für die Rock-Fraktion. Es gibt natürlich noch viel mehr Stücke in 5/4 oder 5/8 und natürlich auch in 5/16. Wer Lust und Laune hat, ich habe dazu auch mal einen Livestream gemacht, der ist im Archiv auf meiner Homepage www.deinschlagzeuglehrer.de zu finden. Da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Da erkläre ich noch einiges mehr. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt oder ihr habt eine Menge Spaß gehabt. Das hoffe ich noch viel mehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal. Das würde mich total freuen. Und wenn ihr irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare rein oder schreibt mich über Facebook an. Man findet mich dort oder Instagram. Wo auch immer in den sozialen Netzwerken. Würde mich freuen, von euch zu hören. Und nun sage ich, viel Spaß beim Fünfern. Macht's gut, bis demnächst, euer Timo. Ciao.